Hallo alle zusammen an diesem wunderschönen Tag. Die Sonne scheint und auch die Blumen fangen an zu blühen. Und da muss ich immer an eine der ältesten und bekanntesten Geschichten aus der Bibel denken, nämlich die Schöpfungsgeschichte von Adam und Eva. Und Gott bezeichnet diese Geschichte in Psalm 78, Vers 2 auch als ein Rätsel aus der Vorzeit. Und in dieses Rätsel möchte ich heute gern mit euch eintauchen. Wie fängt alles an? Zu Beginn haben wir Adam. Ihn beschreibt die Bibel als ersten lebendigen Menschen. Und dann kommt Eva, sie wird aus der Rippe von Adam erschaffen. Und die beiden, die bekommen Kinder, nämlich Kain und Abel. Das heißt, jetzt haben wir also 4 Menschen. Aber Kain ertötet seinen Bruder Abel, deswegen sind nur noch 3 Menschen übrig. Und jetzt passiert etwas sehr Interessantes, weil nach diesem tragischen Ereignis fürchtet Kain sich, dass jeder, der ihn trifft, ihn töten könnte. Und da müssen wir kurz überlegen, vor wem hat Kain denn Angst, wenn nicht vor seinen eigenen Eltern? Und es geht auch spannend weiter, weil Kain, er wird auch Vater, aber wer ist denn seine Frau? Eigentlich gibt es zu diesem Zeitpunkt nur seine Mutter Eva, die uns als Frau bekannt ist. Erst später schreibt die Bibel davon, dass Adam und Eva einen Sohn als Ersatz für Abel bekommen. Und danach auch weitere Söhne und Töchter. Wir sehen also, die Bibel zeigt deutlich, Adam kann nicht der erste und einzige Mensch gewesen sein, sondern es gab bereits andere Menschen. Das heißt, allein schon in den ersten Kapiteln der Bibel steckt weitaus mehr, als wir auf den ersten Blick vermuten. Und so möchte ich einen Vers aus Hosea 6, Vers 3 lesen, was sich Gott von uns wünscht. So lasst uns ihn erkennen. Ja, lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Sicher wie die Morgenröte ist sein Hervortreten. Er kommt wie der Regen zu uns, wie der Spätregen, der die Erde benetzt. Die Bibel ist weitaus mehr als ein altes Geschichtsbuch. Und damit möchte ich abschließen. Gott wünscht sich, dass wir seine Worte verstehen.